Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir werden heute versuchen, so viele legendäre Steine wie möglich aus der Edelsteinmine zu skippen. Aber bevor das Ganze losgeht, werden wir noch schnell den Gewinner auslosen von dem Giveaway von gestern. Ja, dazu werden wir uns die URL hier kopieren und ja, das war das letzte Video oder besser gesagt der letzte Code gewesen von ja, den 10, die zu verlosen waren. Ja, das Interesse, sag ich mal, war jetzt nicht ganz so groß wie bei den letzten Giveaways, ja, kann ich aber auch verstehen, nach so vielen Codes verliert man da natürlich auch irgendwann das Interesse an freien Mushrooms, deswegen kann ich das ganz nachvollziehen, deswegen war es jetzt auch der letzte Code erstmal für eine Zeit lang gewesen. Und ja, jetzt geht es erstmal wieder ganz normal hier weiter. Ohne irgendwelche Giveaways kann man ja nicht auch jeden Tag machen hier, ne? Gut. Ja, wir sind wieder auf der Seite Comment Picker. Hier habe ich gerade die URL vom Video rein kopiert und wir filtern die Duplikate. Das heißt, es sind keine doppelten Kommentare von Usern, die mehrere Kommentare geschrieben haben sollten. 288 sind es, das heißt, die Chance ist relativ groß im Vergleich zu sonst. Und wir werden den Gewinner auslosen für die letzten 1000 Pilze. Und der Gewinner ist Aquatix. 1000 Pilze, her damit. Herzlichen Glückwunsch an dich an der Stelle. Bitte schreib mir auf Instagram oder in Discord. Beide Links findest du unten in der Videobeschreibung, dass du der Richtige bist. Dann werden wir nochmal eine kleine Kontrolle durchführen, dass du das auch wirklich bist. Und ja, dann lasse ich dir den letzten 1000er Pilzcode zukommen. Ja, herzlichen Glückwunsch und ja, viel Glück an alle anderen Leute. Ich denke mal, in Zukunft wird es noch weitere Pilzcodes zu Gewinn geben, deswegen lohnt sich auf jeden Fall immer hier ein Abo dazulassen, um rechtzeitig informiert zu werden, wenn sowas stattfinden sollte. Judy, ja, wir befinden uns auf W50, hier hatte ich ja schon vor einer Weile gesagt, dass wir mal legendäre Steine skippen wollen und ich habe jetzt nur auf das Fest der Festungs-Event gewartet, wo nur große Edelsteine aus der Mine findbar sind. So, da meine Legendary Gems schon ziemlich veraltet sind, ja, wird es mal wieder Zeit, ein paar legendäre Steine zu skippen. So, und wir fangen damit direkt mal an. Ja, an sich, wie gesagt, befinden wir uns gerade auf dem Level, wo das höchste Erfahrungseinkommen ist. Deswegen, da will man sich eigentlich nicht so schnell wie möglich von entfernen, aber wir machen es einfach just for fun, ja, fürs Projekt, sag ich mal, was wir gegen Paul führen hier, ne, so viel wie möglich, so schnell wie möglich voranzukommen. Und ja, nur meine Zeitmaschine, die spare ich mir auf, die möchte ich nehmen, wenn sie halt full ist, ne? Und ja, aber ansonsten will man halt so lange wie möglich auch in diesem Quest-Bereich bleiben von 393, weil es hier einfach die besten Quests gibt. So, es wird aber Zeit, dass wir unser ja, Equipment oder besser gesagt unsere Steine wieder ein bisschen upgraden, damit wir auch in der Ehrenhalle hier vielleicht auch mal wieder ein bisschen weiter vorankommen. Ich meine, ja, Platz 69 ist zwar ganz nice von der Zahl her, aber da geht natürlich noch einiges mehr. Und deswegen schauen wir mal, was heute so geht. Und da haben wir den ersten legendären großen Edelstein. Ja, und dann gucken wir mal. Ich glaube, andere brauche ich hier nicht großartig weiter suchen nach. Nö. Wenn, dann heben wir uns vielleicht ein paar schwarze Edelsteine auf. Aber ja, weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal. Wir schauen uns mal den Unterschied an. Wir haben hier 872. So, und hier haben wir 600er, ja, 600 bis ja, 590er, aber mehr so 600. Ja, sagen wir mal 600 bis 640, so haben wir hier also, und das ist schon ein großer Unterschied, wenn wir jetzt jeden legendären Stein kriegen sollten, dann wäre das natürlich ganz nice und das wäre ein heftiges Upgrade auf jeden Fall. Wir schauen aber mal auch, was die schwarzen Edelsteine für einen Mehrwert haben, 581, ja, das würde sich auch schon lohnen tatsächlich, ja. Die Kunigunde lassen wir mal erstmal so weit. Wenn, dann geben wir das dem Marquardt vielleicht nachher, die schwarzen Edelsteine. Aber wir gucken erstmal weiter, was wir hier rauskriegen sollten. Ja, und wir nehmen alles mit. Und die schwarzen Edelsteine, ja, setzen wir dann den Begleitern ein. So, das kann man auf jeden Fall machen. So, ja, meine Chance ist für die schwarzen, für die legendären Edelsteine jetzt noch nicht allzu hoch. Ihr seht, ich habe jetzt, ja, hier habe ich eigentlich fast alles, außer die Waffe fehlt mir da noch. Ja, hier fehlen mir ein paar Sachen so, ne? Und mehr legendäre Dungeons waren ja hier auf dem Server noch nicht. Deswegen schauen wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen Glück haben und ja, nicht ganz so viele
Pilze hier wasten. Okay, da haben wir jetzt nicht so viel Glück gehabt. Und an der Stelle sage ich auch gleich nochmal, ja, bitte, liebe Kinder, macht da zu Hause nicht nach. Ja, der Onkel Dorza, macht euch das vor hier, das Ganze. Weil, ja, dann könnt ihr das nämlich hier bei mir schauen und braucht das nicht selbst zu Hause durchführen. Ich werfe hier meine Pilze zum Fenster raus und nehme euch quasi diese Last ab, damit ihr das nicht machen müsst. So selbstlos bin ich einfach mal an der Stelle. Und ja, deswegen, das wollte ich noch mal gesagt haben, wenn ihr euch das, ja, wenn euer Budget nicht wirklich ja, für Shakes and Fidget Platz haben sollte, dann überlegt euch das bitte. Das sind alles nur temporäre Upgrades hier und nicht wirklich von großartiger Bedeutung für das langfristige Spielen. Ja, beim langfristigen Spielen erreicht man oftmals viel, viel mehr auf längeren Zeitraum. Und es relativiert sich alles, es spitzt sich alles nachher eh so nach oben hinzu. Die Level kommen immer näher aneinander ran. Oh, jetzt haben wir aber Glück hier mit den Legend. Oha, oha, oha. Alter, was war das denn? Eine richtige Legendary Streak hier gehabt gerade. Krass, heftig. Ja. Nee, was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, das Level oben hin, das ja, spitzt sich immer weiter zu. Und deswegen ja, muss man halt schauen, ob es sich wirklich lohnt, so viel zu investieren in ein Spiel. Ich meine, wenn es ein Wert ist, klar, kann man das machen, so, ne? Wenn man das Budget dafür aufbringen möchte, ist das ja alles kein Problem. Aber ansonsten, ja, sind das hier wirklich alles nur temporäre Vorteile, die man hier genießt. So, ja, ich würde sagen, als nächstes geben wir die schwarzen Edelsteine dem Bertram, ja. Früher oder später wollen wir sowieso überall Legendary Gems drin haben, auch bei den Begleitern. Aber bis dahin, ja, okay. Okay, das sieht gut aus. Ja, da haben wir eine gute Streak am Start hier gehabt. Sehr schön. Anfangs ein bisschen unlucky gewesen. Huch, aber jetzt haben wir tatsächlich doch schon hier und da mal ein bisschen Glück gehabt. Oh, das ist aber ein Ausrutscher hier, ne? Guckt euch mal die anderen Edelsteine an hier. Ja, alle so 872, hier ist einer 50 und hier ist einer mit 19. Okay, ja, gut. Will man jetzt nicht unbedingt haben, ne? Wir wechseln mal aber erstmal die schwarzen Edelsteine hier aus. So, das ist auch übrigens alles nicht gerade sehr förderlich. Ich meine, klar wachsen dadurch die Statpunkte ein bisschen von den Begleitern, aber die schwarzen Edelsteine kann man auch genauso gut verkaufen. Bringt jetzt auf meiner Stufe jetzt noch nicht so viel. Auf meinem Main hätte ich es gemacht, aber da suche ich auch nicht nach schwarzen Edelsteinen. Oder besser gesagt nach Legendary Edelsteinen, die lasse ich da auf mich zukommen. Ne? So. Und deswegen, ja, gut, den lassen wir mal. Ja, dann setzen wir die hier noch ein. Zack. So, bam, boom. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 Stück brauchen wir noch. Dann sind wir hier soweit auch schon tatsächlich durch für heute. Mal schauen, ob wir die noch finden. Das wäre ganz cool. Ja, die letzten Edelsteine sind immer die schwierigsten. Das kennt man schon aus ja, vergangenen Steinskip-Aktionen. Ja. So. Okay, wir haben jetzt unseren Bertram komplett ausgerüstet. Marquardt komplett neu. Kunigunde hat schon soweit legendäre. Das heißt, wir können jetzt die schwarzen Edelsteine auch wieder verkaufen. So. Ja. Der hier tut ein bisschen weh. Da hätte ich tatsächlich, weiß ich nicht, hätte ich tatsächlich noch einen aktuelleren. Aber das Ding ist, die schwanken sowieso alle so krass hier von den Werten her. Auch später nachher. Ah, nice, okay. Da haben wir das hier schon mal. Ja, da sind wir soweit schon mal dann durch, tatsächlich, ja. Dann können wir mal gucken. Ich mache mal hier einen kleinen Screenshot, was wir hier an Werten hier gleich plus machen. So, das packe ich mir mal beiseite. Und der höchste Edelstein ist, glaube ich, der 872er. Davon haben wir aber eine Menge. Ja, okay. Gut, dann setzen wir das mal ein. Setzen wir alles mal ein. Warte mal, die Waffe machen wir zuletzt hier. Boom. Boom. Ja, endlich alles hier wieder auf aktuellsten Stand bringen. Das ist sehr nice, das freut mich. Das war schon sehr lange überfällig gewesen. Ja. So. Der fehlte noch hier, genau. Zack. Und die Waffe zum Schluss. Und jetzt haben wir... Huch! Oh Gott, wo ist das jetzt denn hier schon wieder? So.
Die Statpunkte haben wir jetzt plus gemacht hier. Ja. Wir sind durch alleine die Steine jetzt von 29.163 auf 32.625 und von der Ausdauer sind wir auch krass gestiegen, 28k auf 31, fast 32k, ja, haben hier 14 Millionen Leben mal eben gut gemacht und an Schaden auch ordentlich dazu gewonnen, das ist sehr, sehr nice. Das lief besser als erwartet, wir sind relativ in Anführungszeichen günstig noch hier durchgekommen. Wenn ich mich ans letzte Mal oder besser gesagt ans erste Mal Steine-Skippen erinnere, da haben wir, ich weiß es nicht, ich glaube ich musste noch ein zweites Mal 100 Euro aufladen hier. Also das war schon nicht mehr schön. Ich glaube, ich habe 6k Pilze oder so verballert. Jetzt habe ich hier für die Aktion, habe ich jetzt 1500 gebraucht, circa. 1600, 1700 so. Ja, also das für Full Equipment geht eigentlich einigermaßen klar. Ja, ist natürlich trotzdem immer noch ein heftiges Investment so, aber jetzt sind wir von den Schadenswerten her auch wieder einigermaßen aktuell. So, mal schauen, was jetzt hier auch in der Arena geht. Mal gucken. Da kommen wir schon ein bisschen voran. Ja, es ist natürlich W50, muss man dazu sagen, ist nach wie vor natürlich immer noch ein sehr, sehr harter Server, wo man halt sieht, selbst hier ist die Konkurrenz halt wirklich nicht, die lässt sich nicht unterkriegen hier und ist knallhart. Ne? Also so eine Aktivität und so viel Konkurrenz, so weit gefächert auf einem Server ist halt... Ja, gab es halt so noch nicht und deswegen muss man sagen, wenn man hier schon in den Top 50 ist von W50, sage ich mal, ist das schon echt eine heftige Leistung. So, jetzt vergleichen wir uns nochmal von den Stats her so ein bisschen mit Paul. Ja, er hat ein bisschen mehr Ausdauer als ich, aber wir haben dafür ein ganz klein wenig mehr Stärke, aber das liegt auch daran, weil ich ein bisschen mehr in Basis gehe bei Stärke als in Ausdauer. Werde ich jetzt aber die nächsten Tage wieder hochziehen. Ich glaube, das irgendwie durch mein Equipment technisch kam es da zum Defizit. Jetzt werde ich Ausdauer wieder ein bisschen nachziehen. Und ja, dann werden wir mal schauen, wo wir die nächsten Tage so landen. Ne? Ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass wir das jetzt erstmal wieder so hingekriegt haben und das auch einigermaßen gut geklappt hat und mich jetzt nicht, hier keine Ahnung, ich mich da jetzt in übelste Unkosten gestürzt habe. Das lief tatsächlich ganz lucky. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir im Vergleich zum letzten Mal natürlich ein paar mehr Sammelalbum-Einträge haben. Das heißt, die Chance war natürlich dahingehend auch höher als beim ersten Mal. Ich glaube, beim ersten Mal, da hatten wir, glaube ich, müssten wir eigentlich nur die erste Seite voll gehabt haben. Jetzt haben wir mit einer zweiten Seite voll geskippt. Und ich glaube, beim ersten Mal, da gibt es ja auch so eine Kurve irgendwie für die legendären Steine. Ich glaube, da lag die Chance bei 8%, dass ein legendärer Edelstein aus der Mine rauskommt. Das war schon relativ gering. Und ja, das hat sich jetzt ein bisschen gesteigert und hat man auch gemerkt auf jeden Fall. Also ich habe es gemerkt. Ne? Und ja, wenn der nächste legendäre Dungeon dazukommt, dann steigt die Kurve zwar nicht mehr so krass mit so vielen Einträgen nachher. Das wird dann nachher auch immer weniger, denn also die Prozentzahl steigt zwar, aber immer weniger so. Die wichtigsten Items sind halt die ersten Items so, da man da am meisten dann rauszieht an Wahrscheinlichkeiten für legendäre Steine aus der Mine. So. Ne? Ich bin hier immer noch ab und zu mal am Festungskämpfen machen. Ich muss mal gleich mal gucken, wo wir hier überhaupt stehen in der Liste. Also jetzt ein paar Tage habe ich jetzt auch schon gesagt, nö, da ich jetzt mal ein paar Kämpfe weniger gemacht und so. Aber ich würde sagen, dass ich immer noch einer der aktivsten bin aus der Gilde, die noch so Festungskämpfe machen, weil ich halt keinen Bock habe, irgendwie in Ressourcenschwierigkeiten zu gelangen. So, dann 230 sind wir. Ja, 20k Ehre haben wir jetzt bisher. Das ist ganz gut. Okay, ein paar sind hier noch, ja. Die hier noch mehr aktiv sind als ich. Alles klar, okay. Ja, ist hier oben noch einer von uns. Oh, ja, Rooney auch sehr, sehr stark hier.
Aber das war's dann auch. Okay, ja, gut. Ja, und das soll es jetzt auch soweit mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.